In diesem Video geht es für uns wieder rüber nach Argentinien. Dieses Mal in eine beliebte Urlaubsregion. Es geht zu den 7 Seen rund um Bariloche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist ganz schön warm. So ein bisschen die Möhre vor der Nase gerade. Das könnte knapp werden. Wer macht denn sowas? Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind an der letzten Tankstelle vor Argentinien und füllen einmal auf, weil hier ist nämlich günstiger, aber es ist schon fast bolivianische Verhältnisse. Man muss hier anstehen, weil sie scheinbar auch nur eine Zapfsäule zur Verfügung haben. Und hoffentlich kann man mit Karte zahlen. Nach ein bisschen Wartezeit hat dann alles geklappt und wir konnten mit einem vollen Tank weiterfahren. Es dauert 10 Minuten. Ja, deswegen. Ja. Schauen wir jetzt hier so hin oder was? Oder da? Hier links? Ja, vielleicht. Halt so, aber da ist ja voll. Ich habe auch eng gestellt, Freunde. So, aus Chile ausgereist sind wir jetzt schon mal. Das hat 10 Minuten gedauert. Wir mussten einfach davor parken, dann wurden unsere Pässe ausgestempelt. Das ging irgendwie ohne Scanner, die mussten das alles händisch im PC eingeben, keine Ahnung. Aber ging dann trotzdem relativ flott. Dann noch kurz das Tipp beendet. Das ging auch ganz schnell. Wollte keiner irgendwie sonst noch was. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur argentinischen Seite. Ja, geil, geht direkt mit Gravel los. 102, 175. Vielleicht lässt er nur eine gewisse Anzahl an Autos rein oder so? Keine Ahnung. Welcome back to Argentina. Die Grenze war eigentlich einfach. Jetzt auf der argentinischen Seite wurden wir irgendwie erst zum falschen Häuschen geschickt oder wir haben es falsch verstanden. Und dann Migration ging schnell. Und bei der Aduana hat der Typ, glaube ich, noch nie ein deutsches Fahrzeug gehabt oder ein ausländisches. Die Kollegin musste ihm was zeigen, deswegen hat es 2 Minuten länger gedauert. Aber ging auch schnell und wir haben jetzt 50 Minuten gebraucht. Ist okay, war aber jetzt tatsächlich auch relativ viel los dann. Die interessante Brücke, also wenn da nicht angestanden hätte, dass die 25 Tonnen darf, würde ich dir das nicht glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es vielleicht auch nicht glaube. Wir sind an unserem Stellplatz angekommen. Da hinten schön der Vulkan. Wir stehen hier und ist zwar so in so einer Straße, aber da wird wahrscheinlich nichts los sein. Aber hier unten auf dem Wasser, da ist ganz schön was los. Ui, noch mehr als ich gedacht habe. Gut, schauen wir mal um. Aber da werden wir später auch mal runtergehen und mal ins Wasser springen. Wir sind in San Martín de los Andes. Schauen mal, ob wir einen Parkplatz kriegen. Es ist nämlich super touristisch, aber vorne ist ein See, wo wir ganz gut parken können. Und dann würden wir einmal durch das Örtchen laufen und uns mal kurz angucken. Wir haben einen Platz gefunden. Der eigentliche ist gesperrt, nur für Trailer, aber hier sieht es ganz gut aus. Wie findet ihr den T2? Sieht ganz chillig aus. Ist doch nur ein Bus. San Martín de los Andes liegt im Norden Patagoniens, direkt am Lago Lacá und gilt als Ausgangspunkt für die berühmten 7 Seen, die ein beliebtes Urlaubsziel für viele Argentinier darstellt und bei Touristen insgesamt beliebt ist. Die Stadt wirkt gepflegt, mit vielen Holzhäusern, Restaurants und einer eher ruhigen Atmosphäre. Vor allem in der Hauptsaison ein guter Ausgangspunkt für die Outdoor-Aktivitäten, die man hier in der Region unternehmen kann. Wir sind wieder auf der Weiterfahrt. Also San Martín de los Andes hat uns jetzt nicht so überzeugt.
wenn irgendwie was essen gehen will oder so, vielleicht nicht schlecht, aber naja. Wir sind sowieso lieber in der Natur und deswegen fahren wir jetzt zu einem Campground und wir fahren hier schon einen sehr schönen See entlang. Also die Aussicht ist echt traum. Der nächste See. Das ist ja von an der Straße aus. Panorama ist schon nicht schlecht. Aber da hinten oben sogar. Schon cool. Aber ich denke auch, dass die Plätze hier unten am Wasser wahrscheinlich eher voll sind. So erstmal noch? Ah ne, so ist ultra schief. Ah, er fällt weg. Aber das Blöde ist halt, dass der Schatten auf der falschen Seite ist. Aber wenn er wegfährt, dann kommt man noch ein bisschen nach vorne. Wir sind am Lago Viarino, glaube ich, angekommen. Ansonsten blenden wir den Namen noch mal ein. Und hier ist so ein öffentlicher Campground, der kostenlos ist. Wir haben jetzt erstmal hier geparkt. Da vorne geht schon das Wasser los. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen nach hinten, ob es da vielleicht noch einen besseren Spot gibt. Aber ich glaube fast nicht. Das Panorama kann sich sehen lassen. Da hinten ist zwar die Straße, aber die wird in der Nacht ruhig sein. Da steht noch ein Kurzhauer. Kann man machen. Wir sind an unserem Platz geblieben und fühlen uns hier auch ganz wohl. Ich glaube, wir springen erstmal ins Wasser. So, der erste Tagesordnungspunkt an diesem schönen Stellplatz ist natürlich ins Wasser gehen. Das ist tatsächlich nicht so richtig wahr. Aber Martin hat direkt gesagt, es ist halt auch ein Fluss, der aus dem Berg kommt. Aber es geht. Also, es wird eine gute Abkühlung. Ja, unten ist kalt, ne? Ja, ist kalt. Ja, ich weiß. Aber es ist auch schön erfrischend bei 35 Grad Außentemperatur. Ja, seitdem wir in Argentinien sind, ist es ganz schön warm. Aber kalt wird's von alleine. Guten Morgen, wir sind schon wieder unterwegs. Kurz nach 18 Uhr losgefahren. Wir wollten ein bisschen früher unterwegs sein, damit nicht so viel los ist. Und hier ist, glaube ich, einer der 7 Seen entlang der 7-Seen-Route. Und wir fahren jetzt weiter auf der Route 40 Richtung Bariloche. Love is a furnace in your presence I am burning when I'm with you, I'm with you. Lighting my fires, filling my desires when I'm with you, I'm with you. Take me away, 'cause no one knows me like you do. Take me away, take me away. Take me away, 'cause no one knows me like you do. Das Panorama kann sich sehen lassen. Take me away. Now and then I think about how much we've been through. So I don't even need to speak to be heard when I'm with. Wir sind fast an unserem heutigen Ziel. Am Campground in der Colonia Suiza. Das ist hier so ein kleines Örtchen, aber hier ist richtig viel los. Ich glaube nämlich, heute ist auch so irgendwie so ein Markt. Aber Jesse ist schon mal vorgegangen und versucht schon mal alles abzuklären, dass wir einen guten Stellplatz kriegen. Weil hier gibt es nämlich ziemlich viele Bäume und wir hätten gerne einen Platz, wo es nicht so viele Bäume hat, damit wir ein bisschen Solar kriegen. Und Starlink natürlich. Wird so nix. Ah, doch, könnte was werden. Oh ne, so komme ich da nicht hoch. Wir sind auf unserem nächsten Campground angekommen. Es gibt ganz schön viele Bäume, deswegen gibt es kein Solar und kein Starlink. Das wird auf jeden Fall nichts. Und wir stehen
Einmal da, sind extra so Schilder, wo steht, dass da nur Camper stehen dürfen. Es gibt nämlich auch super viele Zelte, wie man hier auf der Seite sieht. Und komischerweise haben die Zelte auch Plätze, die in der Sonne sind. Die würden wir ja lieber nehmen, aber so ist das. Ist auf jeden Fall ganz schön was los. Colonia Suiza ist vor allem für seinen traditionellen Markt bekannt, der seit Jahrzehnten Besucher anzieht. Hier gibt's regionale Produkte, Kunsthandwerk, Streetfood und typisch patagonische Spezialitäten. Der Markt selbst wirkt entspannt und eher rustikal, mit kleinen Ständen zwischen Bäumen und den Bergen. Wir sind am Strand, das ist aber irgendwie ein bisschen voll. Guten Morgen. Der Campground schläft größtenteils noch. Es war gestern Abend relativ früh ruhig. Schon um 10 Uhr hat man eigentlich nichts mehr gehört. Also war sehr gut. Und wir gehen jetzt zu unserem Uber. Hat irgendwie ein bisschen länger gedauert, eins zu bekommen. Und dann fahren wir zum Start einer Wanderung. Eigentlich könnte man auch da am Platz stehen. Wir kommen hier nicht raus. Aber, achso, hier aber wahrscheinlich. Eigentlich könnte man auch am Parkplatz da oben stehen, aber Bariloche gilt als sehr unsicher, auch wenn wir gestern relativ viel Polizei gesehen haben. Aber es gab viele Einbrüche, vor allen Dingen in Camper. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen fahren wir jetzt eine halbe Stunde Uber zum Start der Wanderung. Ja, das ist er. Wir sind am Start der Wanderung. Der Uberfahrer hat uns direkt am Weg abgesetzt. Er kannte den Weg. Und jetzt geht's los. Erstmal ein bisschen flach und dann geht's langsam nach oben. Licht ist sehr schön. Und das Örtchen hier sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es wirklich irgendwo in den Alpen. Ja, das ist mega schön. Und es sind auch schon ein paar Leute unterwegs. Also hier stehen schon ein paar Autos und wir haben auch schon ein paar Wanderer gesehen, die vor uns losgelaufen sind. Auf der Fahrt zur Wanderung und auf den ersten Metern war das Wetter auch sehr schön, aber aktuell ziehen so ein paar Wölkchen rein. Das gefällt uns überhaupt nicht. Hoffen wir mal, dass die sich im Laufe der nächsten 1-2 Stunden auch wieder verabschieden. Tatsächlich relativ viele Brücken hier, aber das zeigt, dass der Weg gepflegt ist. Hier geht es jetzt wieder durch Blumen. Ein Blumenmeer in Gelb. Und wenn ihr das riechen könntet, das riecht echt schön hier. Es geht die ganze Zeit durch den Wald, aber man kann mal ein bisschen rausgucken. Und es sieht eigentlich sehr cool aus, nur leider gibt es ziemlich viele Wolken. Aber da hinten, oh, über dem Busch, kommt schon wieder blauer Himmel. Also wir hoffen das Beste. Vielleicht ist da, wo das blaue Loch ist, die Hütte. Da oben ist das Refugio frei zu sehen. Da soll es Pizza geben, haben wir gehört. Hoffentlich sind wir nicht zu früh und hoffentlich gibt es welche für uns. Echt mal, so ein bisschen die Möhre vor der Nase gerade. Würde ich mich echt freuen, wenn sie es gibt. Mal gucken. Da ist das Ziel und Jessie ist schon fast da. Also schnell hinterher. Also ich habe uns da mal registriert, musste sich jeder registrieren, der hier ankommt, damit wir wissen, wie viele Leute hier sind.
Und dann war da eine Amerikanerin, Europäerin, keine Ahnung, mit der ich auf Englisch sprechen konnte. Die hat gesagt, ab 12 können wir Pizza essen. Das ist also ungefähr eine halbe Stunde. Die Pizza ist in the making, so wie es aussieht. Also das sieht mal mega gut aus. Freue ich mich jetzt richtig drüber. Also die Frau hatte ja gesagt, die Pizza ist groß. Aber dass wir tatsächlich die Hälfte noch in unseren Brotbeutel packen müssen. Ja, das Einer packt die Hälfte ein. Na, du ein Viertel. Ich ein Viertel, ja. Ja. Eine zum Teilen hätte wohl gereicht. Ja, Vor locker. allen Dingen, weil wir noch Brote, Kekse, Bananen und all sowas dabei haben. Aber so ist das Abendessen sicher. Also irgendwo da vor uns ist unser Weg. Wir sehen ihn nur leider nicht und es sieht sehr steil aus. Mal schauen, aber wenn wir näher kommen, werden wir es wohl sehen. Hoffen wir zumindest. Wir haben den Weg gefunden, wie so immer. Wenn man näher kommt, dann sieht man den Weg besser. Und jetzt sehen wir auch einige Leute, die im Berg oder im Hang stecken. Aber es sieht so aus, als wäre der Weg gut begehbar. Wir sind an der Laguna Schmoll und haben die erste Hälfte unseres Nach-Pizza-Hikes geschafft. Sieht ganz nice aus. Aber da links, da müssen wir gleich noch hoch. Das Wasser ist spiegelglatt. Passt. Man sieht zumindest noch die Berge spiegeln oder Felsen oder wie man es auch immer nennen will. Man sieht ein paar rote Punkte und da oben stehen sogar welche. Also hoch geht's. Da geht's noch hoch. Und hier war es gerade ein bisschen kleines Klettern. Jessie nimmt den Höhenweg. Ich passe hier durch. Hat die Pizza doch noch nicht alles versaut. Pass noch bis Loch. Man hätte auch hier auf der anderen Seite vorbeigehen können, aber da wäre der Abgrund näher gewesen. Gleich oben. Für alle, die sich fragen, wo der Weg lang geht, hier ist ein großer Pfeil aus Steinen. Ein richtiger Pfeil aufgemalt. Also da lang. Wir haben den höchsten Punkt erreicht und ja, das Panorama spricht auf jeden Fall für sich. Das heißt, das Schwierigste, besonders für mich, ist, glaube ich, jetzt geschafft. Jetzt geht es zur Seilbahn und wahrscheinlich nur noch relativ gleich bleiben von der Höhe. Aber wer weiß, mal gucken, was uns mit der nächsten Kurve erwartet. Also der Weg ist auf jeden Fall besser als die Passagen, wo es hinterm Refugium hochging. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man hier super schnell gehen kann, weil es sind nämlich immer wieder Steinblöcke, wenn jemand drüber muss oder so. In der Passage hinter uns gab es echt noch so ein paar Stellen, wo man die Stücke wegtun musste und ein bisschen mit den Händen klettern musste. Aber das haben wir jetzt geschafft. Jetzt geht es hier noch über ein Geröllfeld mit kleineren Steinen und dann sehen wir hoffentlich die Seilbahn. Um 15:37 Uhr. Um 16 Uhr ist letzte Fahrt. Das könnte knapp werden. Ah, da hinten ist der Lift. Denke ich mal. Also der nette Herr hat uns gerade erklärt, dass man unten bezahlen muss. Also alles haben wir jetzt auch nicht verstanden. Aber das wird wohl der Lift sein. Ich weiß noch nicht, wo der Eingang ist, da an der Seite wahrscheinlich. Und die wollen alle laufen?
Wir sitzen in der Bahn und einer findet es nicht so gut, glaube ich. Er will lieber gelaufen. Es muss jetzt alles so schnell gehen, weil es ja hieß, die letzte Bahn fährt um 4. Und ich dachte erst, es wäre eine Gondel und kein Sessellift. Ja, jetzt sitzen wir hier, jetzt ist auch zu spät zum Laufen. Ich hoffe, es wird einfach nicht so doll hoch. Aber der Ausblick ist gut. Der Sessellift ist gleich geschafft und da müssen wir da links umsteigen und da geht es aber in eine Gondel. Das findet die linke Seite ganz gut. Gondel ist besser. Nachdem wir das dann geschafft hatten, ging es mit dem Uber zurück nach Colonia Suiza. Dort wurde uns eine Brauerei empfohlen und die testen wir nach der langen Tour natürlich gern. Und sowas ähnliches wie ein Saft. Ja, ist sehr würzig, aber gut. Die Zufahrt zu unserem nächsten Ziel ist nur zu bestimmten Zeiten erlaubt. Für uns in diesem Fall zwischen 10:30 Uhr und 14 Uhr. Der Grund ist eine teilweise schmale Straße, auf der der Verkehr so geregelt wird. Ich würde auf jeden Fall mal was Luft ablassen. Wir sind jetzt im Nationalpark. Ich glaube, es ist immer noch der gleiche. Wir blenden mal den Namen ein. Ich weiß nämlich nicht, wie er ausgesprochen wird. Und fahren jetzt hier eine Schotterpiste. Wir haben mal Luft abgelassen. War immer noch ein bisschen holprig, aber fährt sich trotzdem ganz gut. Und ganz am Ende der Piste, was ungefähr 50 Kilometer sind, da liegt ein Gletscher mit einem schönen See. Und da wollen wir erstmal hin. You know me in the quiet and search me in the silence when I'm with you. I'm with you. Take me away. Gar nicht so voll heute. Knows me like you do. Take me away. Take me away. Wir sind auf dem Campground im Nationalpark angekommen, haben nochmal umgeschwenkt. Eigentlich hatten wir einen anderen geplant, aber der hier liegt so schön am Fluss und die Farbe vom Fluss haben wir eben schon gesehen und die war schon ein Traum. Und jetzt gehen wir mal zur Registrierung. Die ist irgendwie vorne an der Straße in einem Restaurant. Eine Frau sagte eben, wir müssen davon ausgehen, dass irgendwie noch einiges an Zelten kommt. Aber wir sind so ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist ja noch eine spezielle Einfahrtszeit. Also ab einer gewissen Uhrzeit sollte eigentlich auch keiner mehr kommen. Ja, mal gucken. Außer natürlich die, die auf einer Wanderung sind. Wir haben da hinten irgendwo eingecheckt. Die Frau war total nett. Genau, sie hat immer noch so ein paar Wörter auf Englisch gesagt, aber wir haben eigentlich das meiste verstanden. Ja, das ging ganz gut. Und es hat jetzt 14.000 pro Nacht für uns beide gekostet. Und wir haben erstmal gesagt, wir bleiben erstmal 2 Nächte. Und weil wir bar bezahlt haben, gab es da nochmal so einen Rabatt. Und das heißt, wir haben jetzt für 2 Nächte 25.000 bezahlt, also 12.500 pro Nacht. Das ist echt ein guter Kurs, ist nur die Dusche kostet extra. Aber ja gut, hier gibt es einen Fluss. Ja nicht zwingend. Genau. Sowohl unsere oder halt auch den Fluss. Genau. Also ist das schon völlig okay. Und ja, also jetzt haben wir weniger bezahlt, als wir gedacht haben. Ne? 12.500 pro Nacht. Ja, Das ist schon richtig gut. wir hatten eigentlich mit 16.000 oder so gerechnet, aber dafür, dass es hier schön im Nationalpark liegt, kann man machen. Und wenn man mal denkt, dass alle anderen Campgrounds irgendwie 20.000 bis 30.000 mindestens pro Nacht Pro kosten. Person, ne? Ja, pro Person, genau. Ja, das für uns beide. So, ich teste jetzt mal den Fluss. Ich habe gehört, es ist ziemlich kalt. Ist auch gut Strömung drauf, aber wird schon. Alter, was ist das kalt? Das ist ja ultra kalt. Sag ich ja. Oh ja, ist aber gut. Oh. Oh, das ist richtig gut, ey. Was eine Aussicht.
Und da hinten stehen wir. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr und wir haben 4 Grad. Ich wollte gerade sagen, und schweinekalt. Und wir starten auf unsere heutige Wanderung. Aber es wird definitiv wärmer werden. Nämlich keine Wolke am Himmel. Auf dem Gletscher steht schon die Sonne. Irgendwie gucken die nicht so freundlich. Vielleicht ist es noch zu früh. Ja, genau. Warum komme ich noch mit weg? Hallo, dürfen wir da durch? Okay. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Und wie hat dir die Hängebrücke gefallen? Alles nicht meins. Nur mit diesen 2 Seilchen da am Rande. Naja, aber es war ja nicht so hoch. Wir haben die ersten 2 Kilometer geschafft und ich glaube, jetzt kommt der Anstieg. Es ist ein Anstieg, aber da sind halt auch alle Höhenmeter drin. Und wie ist die Aussicht? Richtig schön. Auf den Gletscher mit den Wasserfällen da hinten. Und alles von der Sonne angestrahlt. Richtig toll. Gehst du heute auch in den Fluss? Das überlege ich mir später. Das ist schon ziemlich kalt da drin. Und daher mal gucken, wie warm wir nachher ist, wenn wir wieder da sind. So langsam kommen wir aus dem Wald raus. Es wird ein bisschen felsiger. Da bricht gerade ganz schön was ab vom Gletscher. Aber ich glaube, man sieht es nicht. Ja, ich sehe es jedenfalls nicht, aber man hört es gerade. Es war aber sehr laut. Man hört es immer wieder, dass ein bisschen was vom Gletscher abbricht. Aber ich glaube, wenn man es hört, ist eigentlich auch schon zu spät, weil der Schall ist ja langsamer als das Abbrechen. 2/3 der Höhenmeter haben wir schon geschafft und die Aussicht wird immer besser. Und tatsächlich ist aktuell noch sehr wenig los. Wir wurden von 2 Trailrunnern bisher überholt. Sonst haben wir noch keine gesehen. Aber doch einer, der runtergekommen ist. Hat wahrscheinlich oben irgendwo an der Lagune gecampt. Wir haben die meisten Höhenmeter geschafft. 600 haben wir jetzt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch eben bzw. ganz leicht abfallen zur Lagune. Das ist natürlich später wieder hoch, aber das ist nicht viel. Und jetzt haben wir noch ungefähr 4 Kilometer zur Lagune. Ein bisschen mehr als eine Stunde sollten wir wahrscheinlich da sein. Wir sind fast an der Lagune und hier stehen, keine Ahnung, 50 Zelte oder so. Richtig krass viel. Hallo. Überall Zelte, Verrückte. Den könnte man vielleicht noch in die Sonne tragen. Sonst. Obwohl, weiß ich gar nicht, aber du hast ja jetzt hier Sonne. Die Sicht ist auf jeden Fall sehr cool. Sogar ein freier Tisch, der hier gerade stand, als wir kamen. Mit bestem Blick auf die Lagune. Also hier kann ich, glaube ich, bleiben und hier auch noch einen kurzen Snack nehmen. Also hier am Strand ist auch richtig was los. Aber ich mache jetzt einmal eine kleine Runde um den See, nur 3 Kilometer. Und Jessie bleibt da und bewacht die Bank für die Mittagspause. Es gibt noch einen sehr coolen Aussichtspunkt, der ist aber wahrscheinlich zu weit. Vielleicht gehe ich mal ein kleines Stück gucken. Mein eigentlicher Weg, ich um die Lagune herumgehen will, ist da. Der ist aber gesperrt. Das ist schlecht. Also, Jessie, ich komme was später. Also, ich glaube, ich bin nicht schlecht in der Zeit.
Das Schild sagt 30 Minuten noch. Bis hier wären es theoretisch 1 Stunde gewesen. Und ich habe 31 Minuten gebraucht. Also geht, aber überall wo es geht, renne ich auch. Aber die Aussicht soll spektakulär sein. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber da der Loop um die Lagune gesperrt ist, was ich nicht wusste, hätten wir aber eigentlich mal am Refugio fragen können, weil das ist nämlich sehr cool. Ja, gab es diese spontane Entscheidung. Also weiter. Da oben ist der Mirador del Doctor. Hintergrund ist des Namens, es gab wohl einen deutschen Doktor, der da immer die Aussicht genossen hat, stundenlang und Kondore beobachtet hat. Falls sich jetzt jemand fragt, wieso Martin mir nicht einfach Bescheid gegeben hat, tja, so ohne Handyempfang und Internet war das schwierig. Da hinten ist der See und da das Refugium. Da müssen wir jetzt wieder flott hin. Also die Aussicht war richtig krass. Das hat sich definitiv gelohnt. Jetzt muss ich in 5 Minuten am See sein. Das werde ich wohl nicht schaffen. Ich würde mal versuchen, es 35 bis 40 Minuten zu schaffen. Mal schauen, ob das klappt. Ich bin zurück. 93 Minuten inklusive Pause für eine Strecke, die mit 3 Stunden 30 angegeben ist. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, ich war erstmal eine Pause, die Höhle ist ganz schön nass. Wir saßen jetzt eine ganze Weile hier, beziehungsweise ich ja noch viel länger als Martin mit seinem kleinen Lauf noch zum Aussichtspunkt. Der Platz hier ist wirklich wunderschön, direkt an der Lagune mit dem Blick auf den Gletscher. Ja, blauer Himmel, Sonnenschein, wenn der Wind nicht wäre. Der Wind ist einfach so unangenehm und macht es auch richtig kalt. Und ja, deshalb bleiben wir nicht länger hier, sondern gehen jetzt wieder zurück. Die Sicht ist noch besser jetzt. Richtig krasse Aussicht. Wir haben jetzt den Abstieg erreicht und jetzt geht's die 600 Höhenmeter noch runter. Und dann sind wir wieder im Camper. Wird aber wahrscheinlich noch so 1,5 Stunden dauern, aber es ist schon richtig viel los. Also wir werden immer mal überholt. Und es kommen uns auch super viele Leute entgegen, die wahrscheinlich heute Abend oben campen. Oder so steil heute Morgen hier. Guck mal, der Weg da unten. Ich auch nicht. Wir kommen wieder zur Brücke und damit sind wir relativ nah am Ziel. Meine Beine sind aber auch ganz schön schwer. Aber gut, was wollen wir machen? Da geht gerade einer rüber. Ihm gefällt das auch nicht so gut. Ja, und Jesse geht als nächstes. Wenn man auf der Brücke ist, ist es ganz schön wackelig. Wir sind zurück am Camper. Für Jesse waren es jetzt 16 Kilometer und ein bisschen mehr als 700 Höhenmeter. Für mich 24 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Und jetzt müssen wir dringend was trinken und im Pool. Im Fluss. Guten Morgen, es ist kurz nach 7. Wir sind schon zu dieser Lagune gefahren, weil man bis um 9 Uhr oder vor 9 darf man hier noch frei fahren. Und vor 9 müssen wir auch uns schon auf den Rückweg machen, damit wir vorne noch rauskommen. Genau, deshalb sind wir ganz früh zu dieser Lagune gefahren, machen hier gleich Frühstück. Wir wollten uns das aber anschauen, das ist ganz interessant. Da hinten, das ist auch ein Gletscher, ein schwarzer Gletscher, weil da Gesteine aus den Vulkanschichten mit gemischt sind. Ja, hätte ich so gar nicht erkannt, gerade weil da oben ja auch noch weißer Gletscher ist. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und auch hier im Wasser erkennt man Eisschichten. Ja, also schon hat sich gelohnt, den Morgen hier früh zu starten.
Und so ging es für uns wieder raus aus diesem schönen Nationalpark. Diese Schranke hier schließt in unsere Richtung übrigens um 9 Uhr und dann kann man erst wieder um 16 Uhr hier durchfahren. Aber das hat bei uns dann ja alles gut gepasst. Wir fahren raus und hier ist eine riesen Busschlange. Wir sind gerade auf die Route 65 abgebogen. Die soll sehr schön sein, aber wie ihr seht, Schotter. Das heißt, wir lassen einmal Luft aus dem Reifen. Luft ist abgelassen, jetzt kann es weitergehen auf der Schotterpiste. Cause you're my baby. You're my baby. Cause you're my baby. You're my baby. Yeah. Wir müssen wieder Luft aufpumpen, weil wir glauben, dass der Asphalt jetzt durchgeht und kein Schotter mehr kommt. Zweite Mal für heute. Jetzt haben wir gerade die Luft aufgepumpt und sind, weil nicht 500 Meter gefahren, weil wir gedacht haben, es kommt kein Schotter mehr. Jetzt kommt wieder Schotter. Und wer macht denn sowas? 3 Kilometer Asphalt, dann wieder 5 Kilometer Schotter. Macht doch keinen Sinn. Aber jetzt sind es noch 7 Kilometer bis zur Hauptstraße. Braucht man nicht, dass das alles jetzt Schotter ist. Also fahren nur 500 Meter Schotter. Jetzt kommen 500 Meter Asphalt, aber dann kommen schon wieder 500 Meter Schotter. Siehst du schon wieder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder denn da, wo er rauskommt, glaube ich. Ne? Wir sind am letzten Campspot für dieses Video angekommen. Und da geht es gleich ins Wasser. Da ist irgendwo eine tiefe Stelle, ich glaube irgendwo da. Und das ist wieder ein kostenloser Platz. Ganz aktuell ist noch relativ wenig los. Das wird sich aber wahrscheinlich noch ändern. Hoffen wir mal nur, dass keiner vor uns zeltet. Und damit verabschieden wir uns. Daumen hoch da lassen, Abo nicht vergessen und gerne auch immer ein Kommentar. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder in Chile. Junge.